In Tokio sind wir. Herzlich willkommen in unserem Video. Heute sind wir unterwegs im, ja, wie gesagt, hier im Disney Seas. Ein ganz besonderer Park, eines der größten Disney Parks weltweit. Ihr seht, es ist sehr, sehr voll. Ihr habt im Intro gesehen, ne, hier stehen die Menschenmassen, so wie auf Instagram zu sehen. Es ist wirklich so, hier stehen die. Aber der Grund ist, die brauchen für die Security-Check und für jede einzelne Person sehr, 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 sehr lange. Und deswegen ziehen sich diese Schlangen. Wir gehen da jetzt rein, gehen ein bisschen spazieren, werden die ein oder andere Achterbahn oder Fahrt miterleben. Wir sind noch nicht mal richtig im Park drin. Ne? Wir suchen nach einer passenden Bekleidung. Nein, das nehmen wir nicht. Nein, wir suchen nach coolen Ohren für Laura. Wie auch in Disney World in Orlando haben wir ganz coole gekauft. Jetzt schauen wir mal, was es hier für noch andere Ohren gibt. Also Mickey Mouse Ohren. Nein, das kaufen wir auch nicht. Ja, sieht doch gut aus. Das ist von hier Außenseiter. Alle Frauen, wirklich alle, tragen entweder pink, blau, die haben irgendwelche Ohren auf. Es gibt hier mega viele Mützen. Schaut mal hier. Wir sind jetzt tatsächlich nicht so weit gegangen. Die erste Show beginnt gleich 10:35 Uhr. Also wir sind heute ein bisschen später, ja, in den Park gefahren. Wir hätten noch um 6 hier sein können. Ja, und noch wir sind um 2 Uhr nachts erst im Hotel. ganz genau. Deswegen haben wir gedacht, so nee, ein bisschen Schlaf brauchen wir, damit wir überhaupt den Tag genießen können. Also wir sind gestern Abend auch mit dem Uber vom Flughafen nach Dings hier gefahren, zum Hotel. Shinjuku war auch super easy, war auch, also empfehlen wir auch wirklich jedem diese Uhrzeit, weil es fuhr, glaube ich, ein Bus jede 1,5 Stunden, jede 2 Stunden und das wäre uns zu dieser Uhrzeit viel zu anstrengend. Deswegen sind wir im Uber gefahren, haben, glaube ich, 70 € gezahlt für die Fahrt. Aber der Fahrer, der war richtig top, der war so zuvorkommend. Der hat uns zwischenzeitlich gefragt, ja, braucht ihr noch was? Ist die Aircondition richtig? Temperatur ist gut? All solche Sachen. Das war wirklich, er ist mit Handschuhen, weißen Handschuhen gefahren. Das war schon richtig cool. Ja, wir warten jetzt hier im Disney Park Sea. Warten wir jetzt tatsächlich auf die erste Show. 10:35 Uhr geht's los und die Leute warten ja schon. Was war das denn für eine herbe Enttäuschung gerade? Fährt da so ein Bär lang mit einem Boot? Ich dachte, da kommt jetzt eine kleine Show oder sowas, aber nix. Das war ja echt blamierend. Na, wer ist das? Wer von euch weiß, wer das ist? Nein, Donald Duck ist es nicht. Es ist Dagobert Duck mit dem Geld. Ja, wir stellen jetzt ein bisschen hier lang. Es ist relativ voll. Es ist sehr voll. Wenn ihr zu den Shows möchtet, einige Shows sind nur für die Kinder. Da kommt ihr nicht rein. Und einige Shows müsst ihr euch halt über die App vorher anmelden. Das ist ein bisschen doof geregelt, aber okay. Alle wurden bei uns abgelehnt. Ja, wir wurden abgelehnt, egal wo. Also obwohl was frei war. Das Ding ist, hier ist der volle Fokus auf die Figuren, diese Bären, ich weiß nicht, wie die heißen. Diese Disney-Bären. Keine Ahnung, ob es nur in Japan ist. Luffy oder so heißen. Ja. Aber Mickey Mouse und sowas ist hier einfach nicht. Also Doch, bestimmt. Ja, wo denn? Kommt noch. Ja, wir wollen ja in die Shows mit Mickey Mouse und so, aber wir kommen hier rein. Leider, herbe Enttäuschung. Wir können in keine einzige Show. Wir wollen ja auch zusätzliche Tickets kaufen, geht aber nicht. Alles ist ausverkauft. Also du kommst jetzt mit dem Premium Pass nicht rein in die Shows. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir hätten uns vielleicht vorher informieren sollen, dass man das buchen muss vorher mit dieser Lotterie. Kannst du erst hier? Ach so, okay, alles klar. Ja, siehst du. Also du wirst ausgelost. Es ist einfach zu voll und die einzelnen Schlangen, jetzt wie zum Beispiel auch hier, da war das so 120 Minuten mindestens, um dann reinzukommen. Ja, ist einfach zu voll. Also wir haben gelernt bei den Universal Studios jetzt hier in Osaka, in Japan, dieses Anstehen hat uns sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet. Wir genießen lieber so die Zeit, jetzt hier so lang zu gehen, zu gucken, was es hier so gibt. Wenn irgendwas frei ist, dann stellen wir uns da an, vielleicht für maximal eine Stunde, aber mehr auch nicht mehr, weil 2 Stunden ist echt viel zu viel. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Es ist was anderes. Es ist eher mehr so ein anderer Freizeitpark, also nicht so typisch Disney. Wir haben noch zu wenig gesehen. Doch ist Disney. Ja, aber noch nicht so dieses Feeling Disney, ich das kenne, so wie in Paris oder wie in Orlando, dass du gleich in so einer ganz, ganz anderen Fantasiewelt bist. Das ist ja eher so Stadt. Es ähnelt so ein bisschen Universal Studios. Ja. Du läufst erst durch Venedig, jetzt bist du in New York. Und jetzt
jetzt aber trotzdem, das ist doch auch so ein Film, oder nicht? Kann sein. Dass wir nichts verstehen, das haben wir schon bei den Universal Studios verstanden. Aber wir verstehen echt nichts, also nicht eigentlich eine Sache, worum es geht. Die versuchen hier die Leute zu animieren, das ist auch mega cool. Für die Kinder sehr, sehr cool. Das ist zumindest eine Show, die wir nicht buchen konnten und eigentlich nur für die Kinder ist, aber man kann es halt von hier aus dann sehen. Sollte ich mir diesen Tiger kaufen oder nicht? Nein, ich sollte mir den nicht kaufen. Nee, das sieht nicht so gut aus. Nein. Mickey war ganz anders. Ich glaube, du sagtest gerade was sehr Richtiges, dass sie das hier ein bisschen anpassen, was wir nicht verstehen. Also es ist halt angepasst an Japan. Ist auch cool. Also wir stellen jetzt weiter. Wir sind noch am Anfang dieses Parks, deswegen es wird noch relativ viel Content folgen. Bleibt bitte dran, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze hier aufgebaut ist, was das Ganze besonders macht an Disney Seas und warum dieser Park tatsächlich der größte ist dieser Welt. Duffy and Friends. Vielleicht ist es ganz verraten. Also wir kennen es nicht. Das ist ganz neu. Also es ist schon seit ein paar Jahren, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Aber die gehen ja voll darauf ab. Man muss hier im Store, muss man richtig mit anstehen und richtig mit Priority passen, also sowas. Also weiter geht's, wir stellen uns da nicht an. Egal was, wir stellen uns nicht an. Achso, die stellen sich hier teilweise eine halbe Stunde an für Popcorn. Popcorn! Hallo! Die stehen hier einmal rum. Da stehen hier einmal rum, um hier ein Foto zu machen. Ja gut, es ist ein Erlebnis, aber... Wir stehen jetzt hier vor Indiana Jones, ein richtig cool designtes Ride. Wir gehen jetzt nicht rein, das ist 90 Minuten Wartezeit. Und so sieht das Ganze aus. Richtig cool mit dem Berg, der bekannt ist. Der Pyramide. Eigentlich ist es ja aus Mexiko. 80 Minuten Wartezeit. Nee, das gönnen wir uns jetzt nicht. Eine Sache noch, die auch ziemlich krass ist das hier. Die stehen egal wo, egal ob Popcorn, Ice Cream oder irgendwelche Hot Dogs oder egal was. Die stehen an und das hat kein Ende. Da hinten ist das Gebäude und die stehen bis da an. Also entweder bekommen die Gastronomie nicht hin oder die brauchen dafür zu lange. Das kann nicht sein, dass du so lange wartest. Also ich will jetzt nicht meckern, aber das ist, du stell dir vor, du hast Hunger und du wartest eine Stunde auf dein Essen. Paul sitzt die ganze Zeit. Ja, ich mag es nicht, wenn man wartet. So, wir warten jetzt hier im Dschungel, um ein Foto mit Minnie Maus zu machen. Vor uns ist einer, ich will dir jetzt nicht zeigen, der hat wirklich alles von Minnie Maus und Mickey Maus. Ne, Minnie Maus. Der hat eine Tasche, also es ist wirklich ein Typ. Er hat eine Tasche, 4 Figuren, dann noch irgendwelche Fotos, dann Hintergrundbild auf dem iPhone mit Minnie Maus. Jetzt wartet er gleich, dass er Minnie Maus Fotos machen kann. Ja, noch eine zweite Tasche. Ach ja, noch eine zweite Tasche hat er auch noch mit Minnie Maus. Ich mach mal hier so einen kleinen Schwenk. So. Also, das ist schon ein bisschen... Vielleicht stellt er ja gleich einen Heiratsantrag. Vielleicht sehen wir ja gleich so... Mal gucken, wie er drauf ist. Vielleicht ist er aufgeregt. Also er ist schon ein bisschen aufgeregt. Er zappelt schon ein bisschen. Wir müssen warten. Es wird einmal getauscht. Wahrscheinlich. Also, die haben gesagt, wir gehen muss Make-up, aber wird wahrscheinlich getauscht. Man muss kacken. Wir waren jetzt bei Minnie Maus. Es ist der erste Eindruck, es ist nicht dieses Disney, was man kennt aus Paris oder aus Orlando. Vielleicht geht es da gleich noch mal weiter, weil das ist noch relativ groß. Aber dieses Zuvorkommende ist schon ein bisschen TL. Also dieses Disney-Feeling kommt nicht auf. So ein bisschen, finde ich persönlich. Wir konnten zum Beispiel unsere Sachen gar nicht fürs Foto bei Minnie Maus ablegen, sondern mussten das eigentlich tragen. Ich so, ey, geh mir nicht auf den Sack, ich lege es da jetzt hin, will ein Foto und dann gehe ich weiter. Also das war wirklich so ein bisschen übertrieben, die haben es so wirklich überspitzt gemacht. Ich glaube, was denen genau fehlt, ist diese bisschen Lockerheit. Dieses so, hey, ja cool, komm, mach ein Foto, bleib cool, leg deine Sachen hier kurz ab, mach ein Foto und dann gehst du weiter. Dann könnt ihr ja schon den nächsten Gast vorbereiten. Das ist so halt so, ja, die sind halt nicht locker, die sind sehr steif, sag ich mal so. So, jetzt geht es ein bisschen weiter auf die andere Seite sozusagen. Also es geht immer noch zum Disney Seas, aber da wird es, glaube ich, ein bisschen magischer. Da bekommen wir, glaube ich, mehr diese Disney World zu spielen.
Wir haben uns jetzt was zu essen geholt. Du musst halt hier vorher ordern und sowas. Alles schon gut. Da hast du die Nummer, dann kommst du so eine Nummer. Und dann bekommen wir so ein Essen her. Aber es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt schnell Essen zu bekommen. Also hier geht es tatsächlich sehr, sehr schnell. Deswegen ist es okay. Dann haben sie einen Reingang. Hier gibt es einen Burger und Pommes. Bei den anderen stehst du halt wirklich sehr, sehr, sehr lange. Mal gucken, wie es schmeckt. Laura hat sich schon einen Platz geholt, damit wir auch gleich in Ruhe essen können. Denn es ist jetzt mittlerweile schon 13 Uhr, also Essenszeit. Und danach besichtigen wir noch ein bisschen weiter hinten. Ja, hinter mir seht ihr wohl Frozen. Ich glaube, das ist der einzige Park. Also sowas haben wir noch nicht gesehen. Aber 160 Minuten Wartezeit. Und Priority Pass ist auch schon weg. Ausverkauft, einfach ausverkauft. Ich glaube, hier hinter uns sind Hotelzimmer. Ich glaube, wir sollten da mal nach einer Hoteltour anfragen. Denn ihr wisst ja, wir haben ja einen zweiten Kanal, Hotel Moments, da präsentieren wir Hotels auf dieser Welt. Das wäre mal eine coole Idee mit Disney zusammen. Also, ne, ich würde mal Disney hier markieren, also markiert Disney auch und mal gucken, vielleicht können wir da mal was drehen und mal richtig coole Hoteltouren. Dann schaut ihr euch das Ganze mal von innen an. Genau. Das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Es ist kälter geworden und wir sind schon ein, zwei Sachen gefahren. Jetzt ist hier so eine Ariel-Welt. Schau mal, was für eine krasse Welt die hier aufgebaut haben. Das ist für eine krasse Welt hier, oder? Das ist schon cool, was wir hier gemacht haben. Also du bist ja einfach so abgetaucht, musst nirgendwo anstehen, sondern gehst einfach rein, kannst du durchgehen. Hier ist ein Restaurant. Hier hast du kleine Attraktionen, die du fahren kannst und natürlich einen Shop. Das ist eine krasse Welt. Den Vulkan hier haben wir vorhin gesehen beim Ausbrechen. Und hinter dem Vulkan ist sozusagen genau diese Welt erschaffen worden. Wir werden gleich mal versuchen, mit der Achterbahn, die dort hinten fährt, zu fahren. Mal gucken, wo der Einlass ist und wie lange wir warten müssen. So ihr Lieben, ja, wir sind ein bisschen weitergegangen. Es ist kalt geworden und auch in den Schlangen ist es einfach zu kalt. Was wir aber gemacht haben, wir haben uns jetzt einfach spontan für zwei unterschiedliche Attraktionen Priority-Pässe geholt. Einmal hier für den Tower, der hinter uns ist, und für den, wo dieser Vulkan ist. Da sind zwei besten Achterbahnen, da sind jetzt momentan 120 bis 140 Minuten Wartezeit. Das wollen wir, ja, und es bewegt sich halt auch nichts. Und wir haben gesagt, egal, wir wollen nicht in der Kälte stehen. Und diese Wartezeit, nee, da gehen wir lieber hier spazieren, genießen den Park, anstatt da 2 Stunden wirklich anzustehen. Und wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 36 € gezahlt für beide Passes sozusagen, also 4-mal, also für uns beide. Also von daher lieber das investieren, die Zeit genießen, die ist viel, viel wertvoller als 36 €. Grazie, sì, grazie. Come stai? Ja, genau. Das sind die Italiener unter uns. So, wir befinden uns jetzt nun in Venedig. So schnell sind wir aus Tokio nach Venedig gekommen. Nein, Scherz. Hier haben sie Venedig nachgestellt. Das habt ihr wahrscheinlich schon vorhin gesehen. Es ist schön. Bisschen italienische Kultur. Also, ich habe ihn gerade gefragt, wie es ihm geht. Thank you, hat er gesagt. So. Das sind die richtigen Venezianer, die mit dem Boot fahren. Ah, schaut mal, jetzt geht die Sonne ein bisschen unter und das sieht doch ganz cool aus. Würden wir jetzt da zum Beispiel anstehen, dann würden wir das nicht sehen. Das sieht doch cool aus, schaut mal. Für die Kleinen unter uns. Guck mal, kannst sogar... Das ist schon wiederum ein bisschen anders dann. Asiatisch angehaucht. Und in der Wartezeit, wo wir jetzt halt noch bis zu unserem Premium Access oder Premium Pass kommen, genießen wir noch ein bisschen die Zeit und shoppen. Das ist cool. Also es gibt ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel die Stäbchen, die wir gesehen haben, aber auch ja, so Kleinigkeiten, die man nicht unbedingt in anderen Parks findet. So, es ist 17:50 Uhr und wir gehen zu unserem Pass. Timeslot. 17:50 Uhr können wir rein. Mal gucken, wie schnell wir reinkommen. Man sagte uns 15 Minuten, dann sind wir drin. Wir schauen mal eben gerade, wo die anderen sind, die gerade die wir als letztes gesehen haben. So, und zack sind wir drin. Wir haben solche Pässe hier gehabt.
auf der App und können sozusagen direkt gleich rein. Also die Schlange hier ist nur so lang. So, und wir sind gleich drinne. Tatsächlich. Wir sind gerade mal 4 Minuten und sind drinne. Wir haben tatsächlich da vorne 2 gesehen, die standen draußen um die Ecke sozusagen, aber noch nicht als letztes. Und wir sind an der vorbeigegangen. Und die steht immer noch an der Warteschlange. Das heißt, sie hat jetzt exakt fast 2 Stunden mehr gewartet, um überhaupt hier vorne ranzukommen. Und wir gerade 4 Minuten. Und diese 2 Stunden. Ja, ist einfach mega voll. Wir gerade echt. Das heißt, wenn man wirklich die ganze Zeit mit dieser Bahn fahren möchte, sollte man sich von Anfang an so einen Pass holen. Gibt es nicht sowas? Ich weiß nicht, ob man sich so einen Bestimmt. 7-fachen Pass kaufen kann, wo du das mehrmals einsetzen kannst. Aber das lohnt sich. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich. Also, wie gesagt, für 4 Minuten. Wir sind gleich hier vorne und wir sind gleich dran. Oh mein Gott, in den 2 Stunden haben wir was anderes gemacht. Zack, sind wir schon drin. Wir sind gerade mit dieser Bahn gefahren, die war echt cool. Und vor uns saß ein Pärchen, wo der Junge einfach panische Angst hat. Er wusste nicht, was passiert. Er hatte so panische Angst. Und wir mussten halt so lachen, weil er hat sich kurz umgedreht und hat so einen Angstblick uns gezeigt, dass er konnte und wir konnten nicht aufhören zu lachen. Und das war ein göttlicher Moment. Diesen Blick werde ich niemals vergessen. Nochmal, der konnte einfach nicht. Wir lachen immer noch. Er war. Das ist gemein. Ja, ich habe vorhin, bevor es überhaupt losging in dieser Bahn oder in diesem Fahrstuhl, habe ich nur kurz Bu gemacht und er hat sich so erschrocken und hat gelacht erstmal. Und dann sagt er so, oh. Wir gehen jetzt zur nächsten Bahn, 28. Wir wurden wieder informiert über die App und da oben drin waren wir. Schade, dass man das nicht aufzeichnen konnte. Es war wirklich sehr, sehr gut. Also die Wartezeit lohnt sich nicht, aber dann dementsprechend, wenn ihr so einen Priority Pass habt, geht da einfach rein. Wir waren wirklich in 5 Minuten drin. Das Erlebnis war mega cool. 2 Stunden hätte ich dafür jetzt nicht oder länger gewartet. Deswegen, wir gehen jetzt zur nächsten Bahn. Das ist da im Vulkan drin. Ja, unser Timeslot hat jetzt begonnen. Laura sagte gerade, dass ab und zu, hat sie gelesen, wird das Feuerwerk abgesagt, weil es windet. Und heute windet es auch relativ stark. Aber es gibt 2 Shows. Eine ist um 19:15 Uhr, direkt hier an dem See. Ich weiß nicht, ob man sieht. Und die andere ist halt 20:15 mit dem Feuerwerk. Aber ich vermute auch, dass es abgesagt wird. It is what it is. Es ist windig. Und die Leute warten jetzt hier schon, schaut mal selber. Und es ist richtig kalt. Also, wenn ihr im April, März hier seid, dann nehmt auf jeden Fall eine Jacke für den Abend mit, denn es wird immer kälter. Ich weiß nicht, warum sie rennt, aber ich renne einfach mal hinterher. Wir haben nämlich bis 19:20 Uhr Zeit eigentlich und das ist gerade 18:20 Uhr. Oha, das ist eine Schlange hier schon. Ach du Kacke, ey. Nee, sorry, also die Schlange ist hier und momentan 80 Minuten Wartezeit. Zack, und so einfach ist. Und wir gehen einfach an der Schlange vorbei mit diesem Pass. Einfach dran vorbei. Und können 80 Minuten einfach sparen. Wir sind gleich dran. Also hier ist der Priority Pass. Und da hinten stehen die noch alle an und müssen noch warten. Dahin, bis ganz hinten. Wow, war das krass. Also am Anfang dachte ich mir so, das wird so ein Larifari-Ding. Nee, war cool. Nur 2 Stunden dafür anstehen. Nee, also hätten wir dafür 2 Stunden angestellt. Wir sind wirklich vielleicht 1 Minute damit gefahren. Wir warten jetzt auf das. Nee, Feuerwerk ist es nicht. Es ist eher so eine kleine Show, Lichtershow, denke ich mal. Um 19:15 Uhr beginnt das Ganze hier. Die meisten gehen tatsächlich schon nach Hause. 5 Minuten Wartezeit, dann geht's los. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich hier aussehen wird. Ja, es ist auf jeden Fall anders. Grundsätzlich hier ist es anders, aber das erzählen wir gleich. So, uns ist noch aufgefallen, dass wir noch kein Feedback zum Disney Sea gegeben haben in Tokio. Wie fandest du es? Ich fand es cool. Es ist anders als die anderen Disney Worlds, so wie andere das schon sagen. Und würde es auch empfehlen. Anfangs waren wir etwas enttäuscht, aber später hat sich das alles zum Positiven gewandelt. Vor allem der ganze Schluss. Das war hypermodern, wie das Ganze alles dargestellt wurde. Auch die ganze Show am Ende. Es war einfach ein bisschen moderner, anders. Aber sollte man gesehen. Genau.
Aber es war sehr, sehr voll. Vielleicht kriegt man das irgendwie hin, in einer anderen Saison hinzufahren. Es ist einfach unglaublich voll gewesen. Wir fahren jetzt weiter und vielen Dank fürs Einschalten.